Verwandt mit dem MTF. Mit den MTFs verwandt sind Forschungsgruppen. Sie dienen der anomalen oder normalen Forschung und Entwicklung und sind meist an einen Ort oder eine Region gebunden, können aber auch mobil sein. Da sie nicht als Reaktion auf eine bestimmte Sache aufgestellt wurden, sondern für bestimmte Forschungs- und Entwicklungsprojekte, können sie getrennt von MTFs betrachtet werden. Sie sind das Pendant der Foundation zu zivilen, akademischen oder kommerziellen Forschungsgruppen. Sie sind zwar etwas unabhängiger als Teams innerhalb eines Standortes, sind aber noch immer Teil des Standortpersonals. Forschungsgruppen der deutschsprachigen SCP Foundation. Forschungsgruppen sind auf Dauer aufgestellt, um langfristige oder unabsehbare Forschung und Recherche zu unterhalten, die außergewöhnliches Material und eigene Anlagen besitzen, sowie Forschung, die mehr Budget erfordert als üblich und es sich lohnt, eine feste Kostenstelle einzurichten. Damit werden Forschungsgruppen auch etwas aus der üblichen Struktur ausgeklinkt und können flexibler und unabhängiger agieren. AFMA Tidenläufer. Die Abteilung für maritime Archäologie ist für die Erforschung der anomalen Geschichte und Archäologie der deutschen Seegebiete zuständig und besitzt dazu Abteilungen in Standort DE 7, Standort DE 16 und Standort DE 25. Für ihre Arbeit beschäftigt diese Abteilung neben Archäologen auch Forschungstaucher und Seeleute, um zugewiesene Wasserfahrzeuge zu bedienen. Die AFMA besitzt selbst keine Wasserfahrzeuge, ist jedoch berechtigt, solche je nach Bedarf auszuleihen, sofern sie nicht anderweitig gebraucht werden oder andere Gründe vorliegen, die gegen einen Verleih sprechen. Die Größe von AFMA beträgt 30 Personen. FEKP. Die Forschungs- und Entwicklungsgruppe für künstliches Personal dient der Entwicklung, Erprobung und Erforschung künstlicher Arbeitskräfte. Der Fokus liegt hierbei auf der Entwicklung künstlichen D-Personals zur Interaktion mit Anomalien sowie Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die Roboter und Androiden können hierbei verschiedene Formen annehmen. Von Rad- oder kettengetriebenen Handlingsrobotern, die mittels konventioneller Eingabegeräte gesteuert werden, über aus einer Augmented Reality-Umgebung heraus ferngesteuerten Androiden, bis hin zu Experimenten zur Kontrolle mehrerer Einheiten durch eine Quanten-KI. Für die laufenden Tests wird Kira dafür herangezogen. Zwar liegt der Fokus klar auf nicht für den Kampfeinsatz gedachten Einheiten, jedoch sind Sekundärentwicklungen in Richtung Kampftauglichkeit nicht unerwünscht. Die FEKP besitzt eine Abteilung in Standort DE 10 und führt Tests in Standort DE 1, Standort DE 8 und in Standort DE 12 durch. Sie verfügt über eine Manngröße von 25 Personen. PFHEP Projekt Trickster. Das Projekt der Foundation zur humaneren Eindämmung anomaler Personen ist ein Projekt zur Auslegung, Entwicklung und Definition von Eindämmungsmaßnahmen für anomale Personen unter der Prämisse, die Kooperativität und Eindämmbarkeit durch humanere Maßnahmen zu sichern. Die PFHEP besitzt Abteilungen in Standort DE 17 und Standort DE 20 und besteht aus 5 bis 10 Personen. Rechercheteam 25. Das Rechercheteam ist für die Erforschung der Abteilung 25 der Stasi sowie anomaler Vorkommnisse in der DDR zuständig, sowie für die Wiederherstellung geschredderter Dokumente jener Abteilung. Rechercheteam 25 besitzt eine Abteilung in Standort DE 5 und besteht damit aus 8 bis 10 Personen.